Mein Name ist Pablo Fontanier. Ich bin in der Graffiti- und Street-Art-Szene aber eher als Ombre bekannt. Also ich bin 81er Baujahr, dementsprechend bin ich so in den 80ern aufgewachsen. Das heißt, wie die meisten in dem Ära wohl sehr geprägt von Comics, von Samstagmorgen-Cartoons, von Videospielen. Das alles ist so eine visuelle Welt, die mich auf jeden Fall ganz, ganz stark umgeben und geprägt hat. Und das gepaart mit so ein bisschen so einer künstlerischen Früherziehung, klingt so hochtrabend, aber es gab auf jeden Fall eine Menge Optionen zu Hause, um sich auszutoben mit Wasserfarben, mit Fingerfarben, mit Rumsauen. So. Also meine Eltern waren da sehr offen, was sowas angeht. Und das zusammen hat auf jeden Fall so ein Kunstinteresse geweckt. Und als ich dann so 13, 14 war, so klassisch jugendlich, kamen halt bei uns Kids in die Klasse damals, die gewechselt haben, die das schon gemacht haben, dieses Graffiti und mitgebracht haben. Und das war so mein erster aktiver Kontakt so. Und ich fand es halt dann unglaublich cool, das zu sehen. Und dann war es echt nur noch ein halber Schritt, das auch machen zu wollen natürlich. Also ich habe schon einen sehr klassischen Stil, so einen sehr comichaften Stil, sage ich mal, wo auch so stark angelehnt ist an so meine Idole aus den 90ern. Und diesen klassischen Look wollte ich beibehalten, weil der halt für mich so diese Hochphase des Graffiti definiert. Aber natürlich nicht stehen bleiben, sondern dem Ganzen so ein bisschen eine Würze geben, eine Prise von heute. Also Graffiti ist ja auf jeden Fall so eine ganz, ganz starke Ausdrucksform für meine Kunst. Also ich kann es mit nichts anderem, weder mit Stift noch mit Pinsel so ausdrücken, wie ich es mit der Dose kann. Fernab dieser ganzen Normen ist es noch so ein bisschen dieses Rebellentum, was man im Alltag ausleben kann. Ich glaube halt dieses ungezähmte Wilde ein bisschen, auch wenn es so klischeemäßig klingt, aber es ist immer noch ein ganz wichtiger Teil von Graffiti. Also Graffiti ist ja auf jeden Fall also geboren oder zumindest aufgewachsen als Teil dieser Hip-Hop-Kultur. Und da war Mode oder ist auch immer noch Mode ein ganz, ganz wichtiger Faktor. So dieses, auch da wieder sich selbst ausdrücken durch eben einen Stil, durch einen Style, sich abheben, sich klar kategorisieren. Ich gehöre da und da dazu. Das ist mein Lifestyle, das ist meine Musik, was auch immer. Und mit den Denim war das so, primär waren es Jacken damals, wo einfach dann Backpieces draufgemalt waren. Das heißt, die Jungs haben dann mit Marker, mit Dose, mit Pinseln ihre Namen draufgeschrieben oder sich als Charakter oder ihren Straßenzug draufgeschrieben. Das gab es sogar mit Hosen auch das war so Hosenbein-Runter-Gestaltung, gab es auch. Aber Jacken war auf jeden Fall gerade so 80er, 90er sehr, sehr populär und hat auch jetzt immer noch so einen ganz, ganz krassen, nicht so eine Retro-Charme, aber es ist so eine Authentizität. Also wenn du so eine Backpiece-Jacke trägst, dann signalisierst du so, ey, ich kenne die Wurzeln, ich feiere, wie es angefangen habe, ich kenne meine History. Ist auf jeden Fall so ein Aushängeschild für so, ich bin ein echter Teil der Szene, nicht nur ein Tourist. Auch jetzt mittlerweile 35 Jahre Jeans getragen, so. Da waren auch ein Haufen Mustang-Jeans dabei und mit Sicherheit auch ein paar Lieblingsstücke. Also der ganz persönliche Bezug ist ein großartiges Produkt, ist eine geile Jeans. Kann man supporten, sollte man supporten. Wir haben ein Shirt gemacht und zwar haben wir im Grunde so ein relativ klassisches Fatcap-Tag gemacht, so. Also ein Fatcap ist im Grunde ein sehr, sehr breiter Strich, der aus der Dose kommt und der ermöglicht eben mit ein bisschen Spiel, mit ein bisschen Druck, ein breites Spektrum an Möglichkeiten, was Strichstärke angeht, was Duktus angeht. Genau, und in so einem Look haben wir eben einen Mustang-Schriftzug mit einer kleinen Subline True Denim, wie es gehört, gestaltet. Also ich muss sagen, ich finde es cool. Es ist halt der optimale Spagat zwischen so einem klassischen Textil mit seiner modernen Adaption. Man hat was sehr Klassisches und gibt so eine Prise Neues drüber. Und wenn es sich nicht anfühlt, als würde es holpern, sondern einfach so sehr smooth ineinander läuft, haben wir es richtig gemacht. Und in dem Fall haben wir es richtig gemacht.